Der One Piece Anime und Manga ist einfach auf einem anderen God-Level, doch leider werden die Spiele diesem Masterpiece einfach nicht gerecht. Ich meine, die letzten Spieletitel sind alles andere als gut angekommen. Vollkommen verständlich bei dem, was man da abgeliefert hat. Klar gibt es gewisse Ausnahmen, wie mit der Pirate Warriors Reihe, aber nicht jeder feiert dieses spezielle Musou-artige Gameplay, bei dem man einfach stupide NPC-Horden wegbombt. Die Mobile Games sind auch immer mehr am Kommen, insbesondere auf dem China-Markt, aber die Betonung liegt auf China Exclusive. Wir im globalen Markt haben nur ein One Piece Treasure Cruise und One Piece Bounty Rush, was meiner Meinung nach echt nur mittelmäßig ist. Doch jetzt stellt sich die große Frage, Freunde, wann kriegen wir endlich ein One Piece Spiel, das diesem Masterpiece wirklich gerecht wird? Ich meine, das Konzept für das perfekte One Piece Spiel ist mega simpel. Die komplette Open World ohne Einschränkungen erkunden zu können, seinen eigenen Charakter im One Piece Universum erstellen zu können mit den verschiedenen Rassen, die es in One Piece gibt, zum Beispiel Mensch, Cyborg, Fischmensch etc., Teufelsfrüchte finden und essen können, sie gegebenenfalls natürlich verkaufen können, falls man broke ist, Haki erlernen und seine Fähigkeiten skillen können, also spezialisiert man sich auf Faustkampf, Schwertkampf, skillt man sein Observations-Haki, Rüstungs-Haki, man kann eigene Crews erstellen und gegeneinander kämpfen. Das Gameplay könnte Echtzeit-Gameplay sein oder rundenbasiertes Gameplay, aber es gibt anscheinend Gründe dagegen, oder? Was es damit auf sich hat und wie die Zukunft der One Piece Games aussieht, Freunde, schauen wir uns heute an. Und falls ihr neu auf dem Channel seid, Leute, gerne ein kostenloses Abo dalassen und unserem Discord-Server beitreten. Link in der Videobeschreibung. Also ich nehme das ganze Video Anfang Mai auf und es gibt 3 wahrscheinliche Wege, wie der weitere Verlauf der One Piece Spiele realistisch aussehen könnten. Erstens, wir kriegen ein One Piece Pirate Warriors 5. Die Frage ist nicht, ob wir ein Pirate Warriors 5 kriegen, sondern wann. Die Spielereihe ist die am besten aktuell funktioniert und auch am beliebtesten ist. Wir haben schon 4 Teile rausbekommen über die letzten Jahre und der neueste Teil hat jetzt auch noch überraschend nach 3 Jahren eine zweite DLC-Season bekommen mit neuen Charakteren, 9 Stück insgesamt, darunter auch neue Missionen. Den ganzen Content findet ihr natürlich auf dem Channel. Und durch die letzte DLC-Season gab es auch nochmal so ein bisschen Aufschwung in diesem Game. Und die haben auch selber gemerkt, dass da natürlich noch die gewisse Fanbase vorhanden ist, insbesondere bei solchen Charakteren, wie beispielsweise einen Ruffy Gear 5 oder Gold Roger, den wir bekommen haben, als auch natürlich neue Content-Missionen. Klar wird an der Stelle jetzt sozusagen abzuwägen sein, wie die Story sozusagen sich in One Piece weiterentwickelt. Ich denke, sie werden auf jeden Fall mindestens abwarten, bis Egghead im Anime abgeschlossen ist, eventuell dann auch den Folgeart Arc Elban oder sowas mitnehmen, aber wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr kein neues One Piece Game kriegen. Aktuell recyceln die One Piece Odyssey für die Nintendo Switch und dementsprechend werden wir dieses Jahr kein neues One Piece Game kriegen, aber frühestens 2025 bzw. 2026 werden wir, denke ich, eine Ankündigung oder auch schon den Release von Pirate Warriors 5 haben. Der zweite Weg, den die gehen können, wäre ein Comeback alter Spielereien. Und bevor ich jetzt hype, Freunde, ich weiß für mich persönlich die Unlimited Cruise Reihe auf der Wii, Unlimited Cruise 1 und 2, als auch One Piece Grand Adventure für die PS2 und die Gamecube damals waren absolute Banger. Meiner Meinung nach die besten One Piece Games, die es jemals auf dem Markt gegeben hat. Und da einen Comeback zu kriegen zu diesen Spielreihen wäre einfach wirklich super. Aber die haben es mit Unlimited Cruise so ein bisschen versucht. Die haben damals Unlimited World Red erschaffen für die PS3. Muss aber sagen, das war wirklich ein Griff ins Klo, weil die haben es damit wirklich komplett dermaßen verschissen. Ich finde, der Vergleich von Unlimited Cruise 1, 2 zu dem PS3-Titel, also zum einen hat man da die komplette Plattform von der Wii von Nintendo auf PlayStation konvertiert und das Ganze hat, finde ich, nicht gut funktioniert. Und außerdem muss man auch sagen, es war einfach nicht besser und war auch nicht auf dem gleichen Level, sondern wirklich schlechter mit der Übertragung. Und da besteht noch Hoffnung, dass man da zurückkommt. Und Grand Adventure war für mich damals sozusagen, ihr müsst überlegen, Freunde, das Spiel kam 2006 raus und hatte so viel Spaß gemacht, diese Chibi-Version der One Piece Charaktere, die sich aber gegenseitig gebombt haben. Also das ist wirklich so ein Beat'em Up, so ein Versus-Battle-Game,
was ich mir von One Piece immer erhofft hatte. Und ich fand, One Piece Burning Blood hat in der Hinsicht auch so viel Potenzial gehabt, was man aber leider nicht weiter ausgeschöpft hat. Aber wieso überhaupt so ein Comeback alter Spielereien im Raum steht oder auch eine Option ist einfach, weil nach über 15 Jahren auch sowas wie die Budokai Tenkaichi-Reihe zurückgekommen ist. Hat man nicht glauben können, Freunde. Und die Resonanz in der Community ist einfach gigantisch. Und dadurch, dass man jetzt, sage ich jetzt mal, bei den Dragon Ball Games ein Comeback feiert von der alten Spielereihe und dadurch, dass man das Ganze jetzt, sage ich jetzt mal, neu aufrollt mit Dragon Ball Sparking Zero und wieder zurückbringt nach über 15 Jahren, besteht natürlich auch die Chance im Raum, eine große Chance, dass man das Ganze ebenfalls auch mit alten One Piece Games oder eventuell Naruto, Bleach, was auch immer, einfach mit anderen Anime Games ebenfalls anbieten kann. Der dritte Weg, Freunde, wäre wieder ein komplett neues Spiel zu bringen, mit dem sie halt wieder so probieren, wie es so auf dem Markt ankommt, weil ich finde, One Piece World Seeker war sozusagen so ein sehr spezieller Titel, den man da getestet hatte. One Piece Odyssey mit dem Fokus auf dem rundenbasierten Gameplay genauso. Und One Piece Burning Blood, da hat man halt versucht, dieses Beat'em-up sozusagen nochmal anzutesten. Aber wie ich schon erwähnt hatte, hätte One Piece Burning Blood meiner Meinung nach mehrere Teile benötigt. Mit der Hilfe der Community, mit dem Feedback, dass es einfach besser wird, dass dieses Game einfach wächst, dass das Gameplay sich einfach weiter ausbaut. Das haben die, finde ich, auch zu schnell verworfen. Und da besteht halt die Gefahr, dass man in den nächsten Jahren sozusagen nochmal so ein One-Piece-Game bringt, was es vielleicht so in der Art und Weise noch nicht gegeben hat. Wobei ich an der Stelle sagen muss, die meisten Konzepte hat man hier schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sei es für Mobile oder Konsole, schon in irgendeiner Form abgeliefert oder gebracht. Bin persönlich aber nicht so ein Fan davon, weil wir kriegen die ganze Zeit irgendein anderes One-Piece-Spiel, was halt nicht wirklich ausgereift ist, was noch nicht ready ist, aber womit man einfach so ein bisschen anguckt und anteasert, wie verläuft es auf dem Markt und wie kommt es an. Und sobald es gut ankommt, beispielsweise eine Pyro Wars 1, wird man da Folgeteile rausbringen. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist, hier in dem Fall, weil über die letzten Jahre haben wir es gesehen, dass es nicht gut funktioniert hat. Und es gibt noch abschließend einen letzten bzw. vierten Weg, und zwar das perfekte One-Piece-Spiel, was ich vorher schon besprochen hatte, erwähnt hatte. Was wäre oder was ist, wenn man schon an diesem Spiel arbeitet? Was ist, wenn man schon daran am Kochen, am Gucken ist? Aber so ein Spiel braucht einfach ultra viel Entwicklungszeit. Und das Ganze ist vielleicht schon seit ein paar Jahren in der Entwicklung. Vielleicht wird es noch in den nächsten Jahren erst in Entwicklung gegeben und wird vielleicht aber auch erst mit dem Ende von One Piece, wann auch immer das sein wird. Ich hoffe nicht allzu bald, aber ihr merkt selber, dass im Anime und Manga das Ende sozusagen immer näher rückt und wir natürlich durch die ganzen Jahre immer näher, so sage ich jetzt mal, an Raftel und an das One Piece rankommen. Und dementsprechend kann es halt gut sein, dass wenn One Piece, Anime, Manga abgeschlossen ist, dass man dann das ultimative One Piece Spiel bekommt. Freunde, das waren jetzt meiner Meinung nach 4 wahrscheinliche Wege, wie es weitergehen könnte mit den One Piece Games. Ganz klar muss man an der Stelle sagen, dass natürlich das Thema Mobile Games immer ein größerer Aspekt ist. Und wie ich erwähnt hatte, dass halt diese China-Games ultra am Abliefern sind. Aktuell One Piece Dream Pointer. Es gibt noch ein anderes One Piece Game, Project Fighter, wo man auch wieder ein bisschen mehr Gameplay dazu gesehen hat, was auch unfassbar gut aussieht. Ich meine, dieser Zoro vs. Mihawk-Kampf, den haben die schon sehr, sehr, sehr stark inszeniert. Und sowas wünscht man sich, finde ich, auch auf jeden Fall von so Konsolentiteln. Aber diese chinesischen Games, weiß ich nicht, ob das eine politische Strategie ist, dass es nur auf Chinesisch bleibt oder für die chinesische Region oder ob es lizenztechnische Gründe hat, dass man das nicht irgendwie auf Englisch übersetzen kann oder für den englischen Markt, für den westlichen Markt bereitstellen kann. Ich finde, das ist sozusagen ein Thema, was sehr schwierig ist und was das Ganze auch noch kleiner hält, als es eigentlich sein müsste, weil die Games sind, wie gesagt, unfassbar gut. Aber hinter solchen Mobile Games, hinter so kostenlosen Spielen, hängt natürlich auch immer eine Paywall, die miteinander verbunden ist. Thema Gacha, Freunde, ihr wisst, wie es läuft. Und dementsprechend bleibt es auf jeden Fall spannend. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, Freunde, was eure Meinung dazu ist. Was sagt ihr, was ist das Wahrscheinlichste, welches Szenario sozusagen eintreten wird? Und was ist sozusagen wirklich euer Wunschszenario? Ich denke, das perfekte One Piece Spiel, Freunde, es muss einfach kommen. Ich hoffe bald.